Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute geht es mal wieder um die Rache des Sub. Das letzte Rache des Sub-Video ist wieder eine ganze Weile her und ich dachte, deswegen machen wir das heute doch nochmal, weil ich selber auch sehr gespannt bin, ob ich die Bücher, die ich damals gekauft habe und auf meinem alten YouTube-Channel vorgestellt habe, heute jetzt endlich mal gelesen habe. Und ich habe für heute ein Video von, ich glaube, es ist Februar 2015 rausgesucht. Ja, das Video ist 9 Minuten lang. Ich bin gespannt, ob das jetzt bedeutet, dass da besonders viele Bücher drin sind oder ob ich einfach besonders viel quatsche. Wir schauen einfach direkt mal rein. Ich lasse das Video hier bei mir laufen und blende es euch hier unten auch irgendwo ein, dass ihr mitgucken könnt. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinen Neuzugängen im Monat Januar. Boah, erstmal in meine Haare. Was habe ich denn mit meinen Haaren gemacht? Die sehen so schön aus. Es sind ein paar tolle Bücher dabei. Ich arbeite ja immer noch sehr kräftig daran, meinen Sub zu reduzieren. Seit ich vor geraumer Zeit, es ist lange, lange her, Project 10 Books gemacht habe, Ach ja. habe ich auch wirklich aufgehört, so dieses Massen an Büchern zu kaufen. Ich weiß nicht, ob euch Project 10 Books ein Begriff ist. Das ist etwas, das ich damals gemacht habe. Ich habe mir, ich glaube, es waren so die 10 ältesten Bücher von meinem Sub rausgesucht und habe zu mir selber gesagt, solange ich diese Bücher nicht gelesen habe, darf ich nichts Neues kaufen. Und ich glaube, ich habe das auch wirklich ganz gut durchgezogen damals. Ich habe jetzt in dem Video gesagt, es ist beendet. Das heißt, ich durfte dann wieder shoppen. Mal gucken. Weil es mir damals mit diesem Project 10 Books auch wirklich ernst war und ich gedacht habe, so, ich habe einen viel zu großen Sub für mich und ich finde es viel zu schade, wenn diese tollen Bücher da alle da rumliegen und nicht gelesen werden und sozusagen versauern. Deswegen arbeite ich da wirklich ganz, ganz schwer dran, das Ganze zu reduzieren. Und ich habe auch wirklich im letzten halben Jahr unfassbar wenig Bücher gekauft, also wirklich sehr, sehr wenig. Aber ich habe halt auch verhältnismäßig wenig gelesen, deswegen ist ja mein Sub leider immer noch nicht so niedrig, wie ich ihn gerne hätte. Ich bin jetzt gerade, ich glaube, bei 77 und ich finde es einfach immer noch viel zu hoch. Das ist witzig, weil mein Sub jetzt höher ist als damals, als 77. Aber trotzdem bin ich im Januar in den Buchladen gestiefelt mit einem ganz bestimmten Buch im Kopf und wie das so ist, irgendwie kommt man dann doch mit was anderem. Das klingt spannend, ich bin gespannt, welches Buch das ist. Zu etwas anderem. Und zwar habe ich im Januar auch, wie viele andere, dieses kleine Büchlein hier bekommen. Und ja, auf den ersten Blick denkt man, es sind Pralinen oder Schokolade oder irgendwas, aber das ist okay, ich glaube, das können wir vorspulen. Das ist jetzt ein Teil Werbung. Da hatte der Carlsen Verlag irgendwie so Kurzgeschichten auf den Markt gebracht und hatte die an Blogger verschickt. Ich glaube, irgendwie mit Codes dann für die E-Books oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das genau ablief, aber das waren so, ich glaube, so 3 Kurzgeschichten waren in so diesem Päckchen drin. Die hatte ich damals auch alle gelesen. Die waren auch alle so ganz schön. Jetzt spule ich mal zu dem Teil, wo es wirklich dann um die anderen neuen Bücher geht. So, jetzt geht's los. Ich habe es eben schon erwähnt, in den Buchladen gegangen und wollte mir ein ganz bestimmtes Buch kaufen, das vor kurzem rausgekommen ist. Aber leider, ja, hatte der Buchladen das nicht da und dann stand ich so vor dem Regal und habe gedacht, ja, welches Buch war das denn? Jetzt will ich es wissen. Und neben dem anderen Buch, das ich ursprünglich kaufen wollte, habe ich in letzter Zeit oder hatte ich zu dem Zeitpunkt richtig Lust auf etwas Spannendes für Jugendliche. Ich habe eine Vermutung, welches das sein könnte. Ja, stand ich halt mit diesen Thrillern rum. Und Weil es das in die Zeit Erste, was passt. mir da ins Auge gestochen ist die Lion Game Reihe. Da habe ich schon die ersten 2 Bände gelesen. Nee, ich habe was anderes gedacht. Der dritte fehlt mir aber noch. Deswegen habe ich mir den einfach mal mitgenommen. Lion Game, mein Herz ist rein. Da ist ja jetzt vor kurzem auch, meine ich, der letzte, also der Lion Game. Müsste ich gelesen haben, Lion Game. Habe ich die auch noch? Ich weiß es gar nicht. Ja, hier, da ist er doch. Lion Game, mein Herz ist rein. Habe ich gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an diese Reihe so gut wie gar keine Erinnerung mehr. Habe aber immer auch mal vor, das Ganze mal zu beenden. Müsste ich aber definitiv erneut lesen. Wie gesagt, ja, Teil 3 ist gelesen, also 1:0 für mich auf jeden Fall.
Und dann bin ich auch noch an einem anderen Buch hängen geblieben. Buch Nummer 2. Und das war so, als es rausgekommen ist, ich glaube, es ist auch nicht zu lange her. Das ist das, was ich gerade im Kopf hatte, glaube ich. Ich habe gerade so ein bisschen den Umschlag gesehen. Ich kaufe keine Bücher unter gar keinen Umständen. Ich kaufe mir kein Buch. Deswegen habe ich es sein gelassen und jetzt stand ich dann aber wieder davor. Und es hat mich einfach angesprochen. Es hat einfach gesagt, so, ich will jetzt mit, nehme mich mit. Und hatte aber auch richtig, richtig Bock auf dieses Buch. Deswegen habe ich es mitgenommen. Und zwar Die Unbarmherzigen von Danielle Vega. Ja, das ist hier. Und ihr seht, wenn es in meinem Regal steht, dann ist es auch gelesen. Witzigerweise kann ich mich noch genau daran erinnern, wie ich dieses Buch gekauft habe, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass ich das anscheinend zusammen mit Teil 3 von Lion Game gekauft habe. Und ich kann mich auch nicht mehr erinnern, welches Buch ich ursprünglich haben wollte. Das macht mich gerade wahnsinnig, dass ich nicht weiß, welches Buch ich damals haben wollte und ob ich es mittlerweile habe und ob ich es gelesen habe. Aber vielleicht kommt das ja auch noch, vielleicht, man weiß es nicht. Jedenfalls, Die Unbarmherzigen von Danielle Vega ist bei Blue Moon erschienen und war halt so ein Buch, das mich damals sehr fasziniert hat irgendwie. Es ist halt hier so eine Gruppe von jugendlicher Mädels, die ihre Freundin oder Mitschülerin, ich weiß es nicht mehr, Brooklyn wieder auf den rechten Weg bringen wollen. Denn sie glauben, dass in Brooklyn etwas abgrundtief Böses schlummert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass beziehungsweise dass viel vom Inhalt hier auch nicht hängen geblieben ist. Aber ich weiß, dass ich es relativ bald, nachdem ich es gekauft habe, gelesen habe. Und es war schon, also ich meine, es war schon sehr spannend, aber jetzt auch nicht so, dass es halt extrem lange in meinem Kopf geblieben ist, falls ihr versteht, was ich meine. Aber es ist gelesen, also 2:0. Weiter im Text. Und jetzt zu dem Buch, das ich eigentlich haben wollte. Okay. Ich bin Nachmittag in die Buchhandlung gefahren. Das ist gut. Es war, ich bin so neugierig, was es ist. Habe ich es dann in der Buchhandlung bestellt. Ich mag es nämlich nicht mehr so gerne im Internet zu bestellen, deswegen in Buchhandlungen kann man sich die Bücher ja dann auch bestellen lassen und die sind meistens am nächsten Tag dann schon direkt da. Deswegen habe ich mich dann wenige Tage später wieder in die Buchhandlung gemacht und habe es mir endlich gekauft. Was denn jetzt? Endlich in den Händen. Und zwar Töchter des Mondes, Schicksalsschwestern von Jessica Spotswood. Das ist der letzte Teil. Teil 3, Töchter des Mondes, Schicksalsschwestern. Ihr könnt es euch vielleicht denken, weil ich sie gerade aus meinem Regal hinter mir geholt habe. Ich habe es natürlich gelesen. Es ist der 3. Teil der Trilogie von Jessica Spotswood und ich fand die so toll damals. Und witzigerweise hatte ich auch überlegt oder schwirrt in meinem Kopf rum, auch ein bisschen was nochmal hier zu diesen Büchern zu erzählen. Und deswegen werde ich da jetzt auch überhaupt nicht viel näher drauf eingehen, auf diese Reihe, beziehungsweise diese Trilogie. Aber ich habe sie verschlungen. Ich fand sie fantastisch. Es geht hier um 3 Schwestern, Kate, Tess und Maura, genau so heißen sie. Und das sind Hexen. Ich meine, das Ganze hat halt auch so einen historischen Touch. Und also sie sind halt wirklich Hexen. Und darf halt natürlich nicht sein. Sie müssen ihre Kräfte verheimlichen und so weiter. Super spannend. Also eine richtig gute Trilogie und da werde ich, denke ich, dann auch demnächst noch mal ein bisschen mehr was zu erzählen. Aber auch das ist gelesen. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich gerade. Das war es dann auch mit den Neuzugängen im Januar. Echt jetzt? Wie gesagt, es ist nicht besonders viel. Mal von den 6 E-Shots abgesehen sind es nur 3 Bücher, was okay ist. 1 habe ich schon direkt gelesen. Und ich bin so ein bisschen enttäuscht gerade. Ich habe mit mehr gerechnet. Ich habe gedacht, ich komme jetzt hier richtig ins Schwitzen in diesem Video. Ja, der Ich sollte mich wahrscheinlich freuen. Aber ich habe halt gedacht, es wären mehr Bücher in diesem Video. Es wären jetzt nicht nur 3 Bücher. Aber natürlich freue ich mich, dass ich diese Bücher gelesen habe. Denn es zeigt ja, dass ich zumindest damals, die Bücher, die ich gekauft habe, auch wirklich gelesen habe. Die habe ich anscheinend ja auch wirklich alle recht bald, nachdem ich sie gekauft habe, gelesen. Und es scheint auch damals, 2015, da eine Zeit gewesen zu sein, wo ich wirklich sehr darauf bedacht war, den Sub abzubauen und nicht einfach neue Bücher anzuhäufen, wie ich das eine Zeit lang gemacht habe. Aber da bin ich jetzt, ich bin erleichtert, aber auch so ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, es gibt jetzt hier mehr zu gucken. Aber nun gut, vielleicht freut ihr euch ja trotzdem so ein bisschen mit mir, dass ich die Bücher gelesen habe. Wenn ihr wünscht, dass ich so ein bisschen was zu Töchter des Mondes erzähle, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Und dann, bin ich mal sehr gespannt, wie das hier mit Rache des Sub weitergeht, weil ich gesehen habe, dass auch danach diesem Neuzugänge-Video gar nicht mehr so viele kamen, meine ich. Ich habe ja den Kanal bis 2016 geführt. Und da müssen wir mal gucken, wie wir hier weitermachen mit Rache des Sub. Also ich dachte, da kommt jetzt noch richtig viel auf mich zu, aber anscheinend,
nicht. Ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es jetzt nicht so viel zu sehen gab hier. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann. Tschüss.